Dann mal Wortdeutsch reden, gar nichts. Komplett unverständlich reden die. Gar nichts. Gar nichts. Grüß Gott, you beautiful people of Vienna. You are listening to the worst guide to living in Austria. It's been a while, I gotta admit. We said in the last episode with Mr. Bretziner, see you next week. And I think it's been a month since then. Don't you hate podcasts that do that? Anyway, this podcast is one of those podcasts until now, because we brought in fucking backup. We brought in a guy that knows himself. He knows his way around podcasts, a mic, his own body. Mr. Gabriel Shaffler. Hallo. That was really staged. Hallo. Hello. Okay, das ist wirklich I've just staged. built you up. Ja, danke. Viel Nice zu and viel, big. viel zu viel. So viel verdiene ich nicht. I'm sorry. Hallo. Ich heiße Gabriel. This is not an Alcoholic Anonymous meeting. Anger management, maybe. Vielleicht kennen mich die Vienna Würstelstand-Freunde von Gusto Gabzi, Yeah. was dann ohne irgendein Wort gecancelt wurde. Das hat mich tief verletzt eigentlich. You got cancelled, not Ja, the von euch, not von the, euch. Not the video. Und dann war ich auch noch hier in einer Podcast-Folge. Und vielleicht fällt es schon auf, ich rede Deutsch Ja, genau. und der Jacob nicht. Yeah, we're gonna try it. We're gonna try. We're gonna try how this dummy Australian goes Ja, with this highly intelligent European man Heili. that's sitting here in a suit. I don't think he realized it's an audio medium. No, he's got a hoodie on it. It's a very cool Ich habe one. mich extra fesch in die Einserpanier gehauen, aber Can you kann man tell nichts us where machen. that hoodie comes from? Actually, they're a very cool brand. Viennese, no? ja, Lauser Vienna. Lausa Vienna, yeah. Aber darum soll es nicht gehen, was wir tragen. Yeah, because they're not Jacob. sponsoring us. Ja, das stimmt. Und es gibt's gar nicht mehr. Really? Ja. Oh, that's sad. Naja, was geht? Du hast mich eingeladen, mein Ja. lieber Jacob, Yeah. dich an die Hand zu nehmen in die Podcast-Welt. Well, I didn't really invite you. You've been begging to be a larger part of the worst guide to living in Austria Weiß ich nicht. because you heard it's an Weiß amazing Weiß ich nicht, ob podcast. die Geschichte so war. Aber ja, ich würde sagen, wir You tryen will- das einfach. Es könnte ganz witzig You were werden. literally sending me WhatsApp messages every week Das stimmt gar nicht. since the first time you've been on here. Schau, ich muss mal sagen, wir wollten ein Bier trinken gehen. Yeah. Und der Jacob ist Yeah, der that's stimmt. That's stimmt. Prokrastinator Numero uno in this town, würde ich sagen. Kennt ihr die Leute, die immer zusagen und dann immer so ein paar Tage vor, leider ein Termin, ich kann nicht, das nächste Mal. Und dann, Yeah, but it's always a couple of days before or even a couple of hours before, no? ja, du hast beides gemacht. Du hast Freestyle gemacht, Jacob. It's just the way I roll. Und es ging so 2 Monate lang, bis wir es endlich geschafft haben. Dann haben wir uns getroffen. Yeah, but you know my strategy is? It's to build up the suspense Ja, so that you're wondering if I'm actually going to come this time or you're going to get some message from me with some bullshit excuse. ja, ich habe dir das geschrieben, es war wirklich so. Ich war dann echt, ich habe dann nur noch Jacob New Message gelesen und war schon, oh shit, Mann, jetzt That's tut er true. mich jetzt tut er schon wieder absagen. Ich hatte das schon so in meinem Kopf, dass das nicht zustande kommen wird. That's So true. täglich grüßt das Murmeltier. But what was in the Nachricht? What was in that little Nachricht? In der Nachricht war, hallo Gabriel, ich brauche Hilfe beim Podcast. Bitte hilf mir. Bitte komm. It's an emergency. It's a emergency message. Ich möchte es regelmäßig machen. Ich schaffe es nicht alleine. Ohne dich. Hilf mir mit deiner Schönheit und Kreativität. I would never write such a long message. Like Das that would stimmt. take me Und ages du to verwendest write. keine Emojis. Ich dachte immer, das ist dieses coole, oh, I'm the boss of a big company here. Yeah. I'm not using emojis. Yeah. You've just mentioned two things that I'm really not. Cool or the boss of a big company. Like I wouldn't say Ja, Alter, the worst agency, the worst beides hier, the worst alles in Wirklichkeit ist schon big Player, kann man sagen. Yeah, let's not go on and talk about how big things are in this room. Let's move on. Ich würde auch sagen, let's But move on. really, let's tell him the real story. All right. So we went for that beer, and then what happened? And we talked. Wir haben geredet. Boah, ich muss mich manchmal konzentrieren, nicht auf Englisch zu antworten. But Ich- go ich for it. entschuldige We mich. can mix it up. Ja, ich mach's ich bin
I will speak in Austrian. You don't have an accent like that. Nein, nicht. You told me not to stage. Na, aber wir haben uns gedacht, Deutsch, Englisch, geil. Machen wir so Tag-Team-mäßig. WWE. Because then we get double the audience. Du bist The Big Show und ich bin Rey Mysterio. So machen wir das ungefähr. Our target audiences are Great Britain and Austria. Also man muss dazu, für alle, die nur Englisch sprechen, ganz schlecht. Ganz, ganz schlechte Podcast-Empfehlung, würde ich sagen. Für die halbwegs beides verstehen und Bock haben auf beide Sprachen, die sind herzlich eingeladen. Und es sind alle natürlich eingeladen, aber die You're already isolating half of the audience. Ja, war nicht smart, schlechter Move. You just lost thousands of listeners. Yeah, okay. Ja. So we went for a beer and a cordon bleu. Das stimmt, ja. Das stimmt. Is that how you pronounce it? Cordon bleu, ja. Yeah, Gabriel's also an awesome chef, we must say. Na, bitte. A conditor. Ja, du. This is a very cool word, though, Konditor. Zuckerbäcker ist viel cooler. Das ist so österreichisch, weil in Deutschland ist Konditor und in Österreich ist es wirklich noch Zuckerbäcker. Und wo ich meine Lehrabschlussprüfung gemacht habe, die ÖsterreicherInnen sind so stolz auf das halt, auf die Sprache und auf die vor allem Ausdrücke, dass auf meinem Lehrbrief, so heißt das hier, Gesellenbrief, also nach 3 Jahren bist du Geselle, Lehre, und bei mir stand Konditor und dann in Klammern Zuckerbäcker. Das ist ganz wichtig, ja. Und es heißt auch Zuckerbäckerinnung zum Beispiel und nicht Konditorinnung. And see, if the Austrians didn't have that little brother complex, they would have just put Zuckerbäcker first and Konditor in Klammer. Aber ich glaube, sie müssen es vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht beides in Österreich. Aber viele Deutsche wissen nicht, was irgendwie Zuckerbäcker ist. Are they really? Okay, they wouldn't understand it. Okay. Naja, ich meine, das Wort ist irgendwie klar, aber weißt du, ist dann wieder, süß. Ja. Boah. Na, ich hab schon so oft mit Deutschen über Wörter diskutiert. Yeah, let's not do that. Aber es gibt was Lustiges, ich weiß nicht, ich glaube, das hat irgendwann mal ein Freund von mir gesagt. Yeah. Wir ÖsterreicherInnen haben ja für alles irgendwie ein süßes Wort. Punsch, Krapferl und schieß mich tot, ja. Und bei Pizza haben wir kein Wort. Ja. Pizza. Na, das nicht. Wäre eine Idee. Und dann hat ich glaube, ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist eigentlich komisch, dass wir für Pizza nichts haben. Warum heißt das nicht irgendwie Teigwatschal mit Paradeissauce oder so? That would be such a cool name for a pizza. Teigwatschal finde ich wirklich gut. Das gibt's noch nicht, das würde ich gerne hier introducen. Teigwatschal. Patent. Ja, ab sofort müssen alle Teigwatschal ihre Pizza nennen. Und so bei der Teigwatschaleria bestellen. Yeah, and if this catches on, we'll open our little own pizzeria. Nein, Teigwatschaleria. Fuck, I already fucked it up. Ja. Because that's what this town needs, another fucking pizza place. Sorry, a Teigwatschal. Oder wieder einen neuen Podcast, überall Podcasts. Man kennt sich gar nicht mehr aus, Jacob. That's true. But what makes it different? Ja, für was steht unser Podcast? To, I don't know, fill people's time with? Ja, langer Break. I had to think about it. What do you think, Gabriel? You're part of this, The Worst Guide to Living in Austria Reloaded, the longest name in living history of a podcast. Ich habe schon gleich gesagt, ich würde den Namen kürzen, aber ist eine andere Geschichte. No, we can't shorten the name. We have to keep the record of das the ist eine longest andere Geschichte. Podcast das kriege ich nach 100 Episoden, kriege ich das durchgeboxt, glaube ich. What would you shorten it to? Just The Worst? Wir haben gesagt, am Montag soll der Podcast kommen und die Leute in den richtig schönen Wochentag noch depressiver machen. Remind you of how shit Mondays are and how shit your lives are. Ja, das soll hier kein Happy-Peppy Podcast werden, sondern es soll Real Talks werden, basically, die euch am Montag den Tag versüßen oder versalzen sollen, würde ich sagen. I'm surprised we're achieving that part, let alone real talk. Ja, naja, weißt du, wie es ist. Und dann noch ein paar Spielchen, ein bisschen hier, Chippy-Chappy und dann geht's schon los in die Woche. Ja. Ja. But we're open to suggestions of what this podcast should stand for, actually. Because neither of us could really answer that question right now. Naja, das stimmt doch nicht. Naja. Also ich stehe ja für Unterhaltung und Information. This is such a great word. Unterhaltung. Und all diese bezaubernden Dinge, ja. Because Unterhaltung is like entertainment, no? Ja. It should entertain. Ja.
Does that word sound entertaining? Ich weiß nicht, bei Entertain muss ich immer an Robbie Williams, come on, let me entertain you. An das muss ich immer denken. Und dann verliere ich mich in meinen Gedanken. He was amazing, that guy. What happened to Robbie Williams? Ja, ich glaube, harte Drogenprobleme, oder? Und dann abgestürzt. He's dead? Na, abgestürzt. Der ist irgendwie, macht der noch Mucke? Ich glaube, er hat dann irgendwann so ein Swing-Album gemacht. Oder? Yeah, well, that's where it all went wrong, wasn't it? Ja, und er ist halt, und ich glaube, jetzt hat er es wieder probiert, aber keine Ahnung. I feel like every artist has made a swing album. Ja, das stimmt wirklich, gell? Aber das ist auch irgendwie so ein Big Thing hier, auch in Australien und so, gell? What, making swing albums? Ja. I don't know. Swing around, brother. What books are you reading, man? I mean, not books. Who reads books anymore? But what are you reading das stimmt, online? Ich sage mal. Also ich auch Nobody wenig. reads books anymore, wenig. man. That's why they're listening to a fucking podcast, because they don't want to read a book. They're Ja, das stimmt auf protesting jeden Fall. against books by Das reading stimmt auf this jeden podcast. Fall. Ich muss ja, by the way, muss ich nochmal was sagen. Ja. Oh, here we go. Also wir werden natürlich auch Gäste einladen, ja. Ja. Und ich muss mich gleich beschweren, ich wäre irrsinnig gern beim Breziner dabei gewesen. Kindheitsstar für mich, ja. Da hast du mich noch nicht gefragt. No. Und das wolltest du allein machen, gell? I wanted Brezina all to myself. Ja. Gobbled it up. Ja. Den müssen wir wieder einladen, den Ja. feinen Herrn, ja. Yeah, Irgendwann. definitely. He'd be open for it, man. We went out for beers after. Verarsch mich jetzt We nicht. went Kegeln. Bullshit, hör auf. Das stimmt nicht. Hör auf, ich werde gerade nur No, eifersüchtig. Kegeln is like bowling, no? Ja. Like, and it's Kegeln, always in ja. an underground cellar in Yeah, it's some super dodgy Ja, ich Chinese restaurant in Vienna. It's either karaoke or Seid ihr Kegeln. echt was saufen gegangen noch? Yeah, we went for drinks. Bullshit, Mann. Yes, it's bullshit. Ja, das darf ich nicht Brezina's sagen. not going to go for a drink with me. Ja, wenn er mit mir dann schon, das sage ich dir. And if he did, he would fucking pay. Ja, I'm not hoffentlich. paying. Ja. He's a Ich habe rich nämlich guy. eine lustige Geschichte. Ich war Kinderschauspieler in Wien oder ich war bei Forscher Express Na. und so dabei, ja. Man, this is already revealing things. You're taking off layers. Wurscht, das clothing ist so, already. das ist so tief im Internet, diese Videos, dass ich will sie nicht sehen. We are going to dig them Nein, out. ich dig da gar nichts raus. Yeah, I'm gonna dig it out. Auf jeden Fall, ich weiß noch, das war irgendwie für seinen Forscher Express oder so beim Breziner. Und da war ich, keine Ahnung, 9, 7. Und ich habe so einen Jungen gespielt, der... Also Forscher Express war diese Sendung für Kinder, wo halt so geforscht wurde und so Experimente und... Okay, that sounds like halt a so- very fucking Austrian program. Ja, voll. Und weißt du, halt irgendwie Kids das doing so... science. Ja, aber es war so. Er mit der Kathi Bellovic, ich glaube, die ist noch bei Ö3 und eine Moderatorin und ja, da haben sie so Experimente gemacht und irgendwie wissenswerten Shit, Yeah. der spannend war. Ich habe mir noch immer Dinge gemerkt, lustigerweise. Yeah. Auf jeden Fall hatten die da auch Kinder, die dann so in kleinen Sketchen oder Einspielern Fragen gestellt haben, die dann erklärt haben. Ja. Und ich war ein kleiner Bub. Oh Gott, Mann. Boah, okay, wenn das jemand im I Internet love this findet, word bin poop, ich by the wirklich... way. Hä? I love this word poop, by the way. Bub. Poop. Weiches B, wie Bertha. Bertha. Das ist auch ein eigenes österreichisches Ding, dieses Alphabet. You're the first person that's made the name Bertha sound sexy. Echt? Bertha. Yeah, I now want to sleep with a Bertha. Ja, das... Do you do, Alter. Do you do and me do me. Auf jeden Fall. Please finish your story. Ja, ich war ein kleines when you're a Kind little Bertha. und ich bin auf dem Heisel gesessen am Scheißhaus, ja. Yeah, that's a toilet, by the Ja. way. Und genau, du musstest dann immer für die englischen Leute Yeah, da the draußen. dunny. Und ich bin so nachdenkend auf dem Klo gesessen, hab so meine Backe gerieben mit dem Zeigefinger und war so, ich wundere mich wohl, wie Astronauten aufs Klo gehen. Ja, und dann haben die im Forscher Express geklärt, wie Astronauten aufs Klo gehen. Weißt du, wie Astronauten und ihnen aufs Klo gehen? It's actually a very good question. Ja. Like, I laughed at first, but then I started thinking about it, and I was my Zeig laugh mal, Forscher cut out. Express, der Shit. And so, Ich hab's you're gonna vergessen. tell us now. What? Na, ich glaube, das ist so ein, das ist wie so ein Vakuum, wo du deinen Arsch reindrückst Yeah. und das wird dann sofort abgesogen oder sowas irgendwie. Weißt du, was ich meine? That's very important for the English Und was audience. ich weiß, So you tatsächlich, squeeze your ass into some ich bin mir nicht device. sicher, ich glaube, die tun dann wirklich alle, also die einvakuumieren in so Okay. kleine Säckchen, dass das so klein wie möglich gehalten wird. So it's pretty much you take a Hoover Ja, and you put some kind of
piece on the end that shapes nicely around your butt. Ja. And it sucks it all in, no? Could be. But ich würd noch mal forschen. Ja. Ich würde da noch mal nachforschen, liebe Leute. But this would take out all the fun of going to the toilet. Nobody would be looking at their handy. Aber ich dachte gerade an den Marsianer gesehen mit Matt Damon, wo er oben allein am Mars ist und dann muss er mit Science sein Leben retten. Ja. Yeah. Ich glaub, I don't know this. Nicht? No. Guter Film, kann man sich echt anschauen, witzig. Yeah. What is it called? Marsianer, glaube ich. Marsianer. Okay. In a world where only one people... schau. Where only one man can save the world, people, the Mars, the universe. What does Mars got to do with it? Mars, das sagt man so, Mars. Elon Musk is the only man that's going to save Mars. Das stimmt, ja. He's going to occupy it with us humans. To the moon. Yeah, it's just what Mars needs, some fucking humans on it. Ja. Da dachte ich glaube, wir würden es oben nicht besser machen. Ganz ehrlich. Auch meine Theorie We'll do it worse. Zu Aliens, ich glaube, es gibt Aliens, außerirdisches Leben. Finde ich sehr unwahrscheinlich zu sagen, es gibt sie nicht. Wir sind die einzigen Motherfucker auf der Welt. Bullshit, glaube ich. Elon Musk is one. Zum Beispiel ZB. Ja. Ich glaube, die Aliens denken sich einfach, yo, wait a minute. Wollen wir wirklich mit denen Kontakt aufnehmen, die ganze Zeit Krieg führen, die ihren Planeten selber zerstören? Yeah. And then one of them die sollen will sich die mate with Scheiße us. untereinander ausmachen. Die machen den Planeten nicht selber kaputt. Es ist wirklich so. Exactly. Yeah. The worst thing they're imagining is if one of us try to mate with them, because then they would be one of us. They would become half human. Darüber rede ich nicht, Jacob. Mating? Du dickst alte Stories hoch. Don't touch me. I'm imagining you being beamed up by some. Das war was so ein 2000er-Thing. Why is a Twitch developing? Like, yeah. memories from childhood. Glaubst du an Aliens? Yeah, sure, why not? Like, why not? Why not? Das ist so eine coole Antwort. Why no, like, okay, it is a cool Antwort. This what defines Jacob, me. ja oder nein, das wollen wir hier wissen. Okay, ja oder nein. Ja. It's got so much more authority when I say ja than yes. Ja. No? Ja, es ist wirklich so. Yeah, for sure. Like, it's a big place out there, you know, like with plenty of black space that we don't know what's going on out there. That's how educated I am on space. Ja. There's a black hole. Okay. Yes. Gar nicht. How educated are you? Gar nicht. Pretty much gar nicht. Okay, was ist der größte Stern in unserem System? The sun, of course. Ja, you know? okay. Okay, Jakey Jacob. Man, it's what keeps us alive. Ja, das stimmt, Mann, das stimmt wirklich. Alter, die Sonne habe ich richtig vermisst. Aber warte, wir driften gerade ein bisschen ab. Aber vielleicht ist das auch das Zeichen unseres Podcasts. Where are we drifting from? Ja, like, aber did vielleicht we have ist a place? es wirklich. Did we have a place before the sun and Mars came into it? Ja. I don't know if we're drifting. I think we're going in the right direction. Ich glaube auch, Alter. I think you're the new sun to this podcast. Oh, das ist süß, Alter. We're all orbiting around you. Wait. Das ist süß. Die Rechnung schicke ich dir später. That's correct, no? We do orbit around the sun. Ja, I'm really man muss outing dazu sagen, myself man sieht as a es hier gerade dummy. nicht, aber neben uns ist einfach wirklich eine runde Ikea, glaube ich, würde ich sagen. Runde Lampe, die wirklich ausschaut wie die Sonne tatsächlich. Yeah, it's nice, huh? Aber ultra uninteressant für die ZuhörerInnen. That was not IKEA. Now we'll make it interesting for the ZuhörerInnen. That was not IKEA, that was Westwing. Was ist das? The alternative to IKEA. Das ist Westwing, Alter. Like das they would have so made Westwing. Anti-Russian they produce missiles, defense missiles, ja, wirklich. and Westwing. lamps, lovely lamps for podcast caves. Westwing. Ja. Yeah, westwing.de. They would have made shitloads of money during the pandemic. Ja. Because they're like one of the online shops that were ready. Da for muss the ich bin aber, onslaught. bist du so eine Bestellmaus? No. Ich auch gar nicht, No. gar nicht. I get so overwhelmed by the scrolling. Like Ja. after the first couple of scrolls. Like if I'm looking for a lamp and I'll be scrolling through an online shop, if I don't see it in the first couple of scrolls, I get so tired. Man, ja. I want to go take a nap. Gebe ich dir 100% recht. Aber bist du auch so ein haptischer Typ? Ich bin nur so, ich mag das Angreifen alles und irgendwie... No. Nicht? No, I'm not a haptischer Typ.
I don't need to touch things. Das ist ein guter Folgenname. Haptischer Typ. Ich bin haptischer Typ. Bin ich aber wirklich. Also, keine Ahnung. Put it in my bio. Ich muss das alles, also alles nicht, aber irgendwie, forschen. Ja. So you were never good with online dating then, no? Na, gar nicht. You've got to touch it. You dirty Forget pig. that. Aber zum Beispiel mein Vater bestellt sich 4 Paar Schuhe, ja, 4 Paar, wenn er eins will, oder irgendwie Schuhe, und schickt dann immer 3 oder alle zurück, weil sie nicht passen oder dann doch nicht cool sind. Und das wäre mir schon viel zu anstrengend, die ganze Zeit zur Post zu gehen und das zurückzuschicken. Das ist für mich viel zu viel Zeitaufwand und Nervenaufwand. But it's not the same Bestellen, shoe. warten drauf, dann passt er nicht, dann wieder zur Post gehen, wieder zurücksenden. Mann, da gehe ich lieber in einen Footlocker, was auch immer, kaufe mir meine Classic Reeboks oder was auch immer und keine Ahnung. Yeah, but this is the difference between you and your father, Gabriel. He respects his feet, and you do not. Das stimmt tatsächlich, ja. He's spending a lot of time dressing his feet in gorgeous shoes. Ja. But are they the same shoe in different sizes, or he's choosing different shoes? Verschiedene, ja. Okay. Well, that's a lot of work to go through to get a pair of shoes. But it must be a passion point for him. Ja. Er liebt die Mode. Er ist ein Mode-Dude. Oh, I've got to... Auf jeden Fall. Gotta Ich eher weniger, das habe ich leider nicht geerbt, aber ist eine andere Geschichte. Ja. Ich glaube, das kommt aber auch mit dem Alter. Du, Jacob, wie alt bist du? 36? Yeah. Echt? Yeah. Geil, woher wusste ich das? Well done. Okay. Echt? Wirklich jetzt? Yeah. Echt? Habe ich richtig krass. Spot on. Alter. Okay, auf jeden Fall. You could tell by my beard. Ich habe es bei den Augenringen erkannt, bin ehrlich. How many, like, lines on a tree trunk? Das ist wie bei einem Baum, genau. Die Rillen verraten das Alter. Look at us knowing shit about trees. Gar nicht. Actually, gar nicht. Ja, actually wirklich gar nicht. Bäume kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß, was eine Tanne ist. Bisschen weiß ich schon, aber wurscht, auf jeden Fall. Ich glaube, umso älter man wird, verwendet man mehr Zeit in seinem Kopf mit Ergonomie und wie gehe ich richtig, wie sitze ich richtig, sind das die passenden Schuhe, passt das für, weißt du, was ich meine? Ergonomie. Have you seen the majority of the male species? They look like they haven't evolved from the ape at all. I don't think that's true. Especially older men. I think older men let themselves go more than older women. Ja, vielleicht bin ich da in der falschen Bubble. Ja. Yeah, your bubble is stylish, man. Your bubble is full of stylish older men. Naja. Keep the horses low, falls man das so sagt. We're gonna say it now. Keep the horses low, Alter. Das ist ganz witzig. Hey, that was my horse. Ja, das spielen wir dann ein. Das we'll build it into a jingle. Hey, I gotta say that Gabriel, like, the real reason why we're bringing him into this podcast as like the half, the yin to the yang, is because he's a master of jingles. You're gonna see, like, they're amazing. Oh Gott, Alter, hör auf, really? so eine Vorstellung schon zu. Yeah, and he's gonna make a new one each fucking Hör auf, episode. Mann, hör auf mit der Scheiße. Das mache ich sicher nicht. Das beansprucht nämlich sehr viel Zeit und Kreativität. Na, ich liebe tatsächlich Jingles. Mal schauen, ob es euch taugt. That's it. Yeah, we'll see what happens there. We'll see what's happened. Ja, ganz genau. Ja. Yeah. Aber ich mag schon dieses deutsch-englische Combo-Ding. Das finde ich ganz witzig. You think it works? Ja. I don't know. I don't even understand half the things you're talking to me. Ich weiß, aber du lächelst einfach und nickst, gell? Yeah, exactly. And nobody can see me nodding. That's the worst part. But that is a good strategy when you're not understanding, like at a party. When I first came here, and you're at like a VG party or something, and you're in a group of people, and you just laugh when everybody else laughs. Yeah. You just nod your head, and then you're fucked when somebody asks you something related to what they've been talking about. But until that point, it's a good strategy. Das stimmt allerdings, ja. Aber wir werden vielleicht heute noch deine German Skills auf die Probe stellen. Ja. Yeah, we got big things planned. Weil wir sind ja auch the worst guide living in Austria. So, okay, das heißt, wir wollen ja irgendwie zumindest irgendein Guide providen. Ja. Boah, ich darf nicht so viele Anglizismen. Man, you're like already upgrading this podcast with all these promises. Man, We're gonna actually be a guide jede now. Folge einen neuen Jingle, das ist kein Promise, oder wie? But now we've actually got to deliver something useful for them to use. Naja, hey.
Weißt du, wie sie ist? Na, weiß ich nicht, ob du es weißt, aber wir werden uns das anschauen, ja. What we can promise. Es soll eine ganz entspannte, intime Montagsrunde werden. Eine Yeah, genau. Quatschrunde, Exactly. Ja? It should be like this podcast. We'll promise you that this podcast, every episode, will be like honey dripping into your ear. What do you think? I came up with that right now. Ja, das gefällt mir. Yeah? Ja, du redest bildlich. Ja, das gefällt mir. Always. Ja. Ich habe mir gerade Baloo von What, Jungle Book Jungle Book. Ja, I genau. love that bear. The songs from Jungle Book are very good. Ultra gut. Dieses King Louis, I wanna be like you. Mann, riecht, ja. Aber ich finde auch diese ganzen alten Disney-Dinge, gut, du bist 10 Jahre älter als ich, aber es ist noch nicht dieselbe Generation, aber keep talking about the age, man. ich will es schon sagen, dass ich der jüngere, knackigere bin. Das muss schon klar sein im Podcast. I've got more eye rings. I've earned these eye rings, alright? Ja, Mann, auf jeden Fall. Give me Ich finde diese character. ganzen alten Disney-Dinge viel besser. Ich habe mal reingeschaut bei den neuen. Yeah. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch so ein nostalgischer Shit, weißt du, den man sich immer aufs Brot schmiert. Yeah, for sure. You missed the kind of like the political incorrectness of the old ones. Like ja, that. gut, das Because in the Jungle Book, the last time I watched it, I realized there's not one female character Ja. in the whole fucking movie until the end, where there's this sexy young girl, or that is like staged. There's this sexy young girl at the end that tempts Mowgli into the man village. And we know what's happened there. What are you saying? Jake. Well, I think Mowgli had it coming to him, to be honest. He needed Echt? to grow up. Gut, unter der Brille der politischen Correctness, ja, I've got muss those man das Brille natürlich, on. ich auch, muss man das natürlich ganz anders betrachten. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Aber ja, weißt du, keine Ahnung, ich glaube, es gibt so viel Joy und Good Vibes, wenn man sich das anschaut. Ich finde es umso besser, wenn man sich das, so denke ich mir das immer, wenn ich das dann meinen Kindern zeigen würde, dass man sich das anschaut und dann irgendwie erklärt einfach, so war das damals, es ist gut, dass es nicht mehr so ist, bla bla bla. So denke ich mir das immer, keine Ahnung, es gibt kein Regelbuch dafür, weißt du, was ich meine? Yeah. Wie man, ja. I'm not going to comment on this. I'm not going to ever give you an opinion on anything serious that Ja, could ist get wahrscheinlich me besser. some Machen wir es hate. nicht, ist wahrscheinlich besser. Wir sind auf jeden Fall wahrscheinlich nicht der Podcast, um wirklich seriöse Themen gut zu diskutieren. Naja. Definitely. We'll go there. Ja? We'll go there with swords and shields and machetes, and we'll fight for our opinion. Ja, immer eine gute Idee. Das stimmt auf jeden Fall. Ja gut, ist das schon ein gutes Warm-up für den Podcast? Mache ich dich stolz? Yeah, I would give it a 5. Alter, von 5 Punkten, klar. No. From 10. We've got to keep warming up. Echt? Yeah. Naja, okay. Yeah. Naja, okay. But you're doing a great job. I'm just holding us back, I feel. Ja, Yeah. vielleicht sollte ich dann jemanden neuen nochmal für hier. It's a hostile takeover of the worst guide. The worst fucking podcast is being taken over. Aber ich habe deine Podcasts, um ehrlich zu sein, auch gern gehört, ja. Aber es war halt halt nicht regulär und ich glaube, das ist echt das Ding. Das ist It halt, was once every now and again. ja, That's regular. keine Ahnung. Ich liebe Podcasts, Audio, all diesen Shit, Hörbücher. Ich finde es geil, wenn was Regelmäßiges kommt. Ich darf mich da jetzt auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Die wissen auf jeden Fall, ja, mal schauen, wie das wird, Jacob. Yeah, genau. It might just fall apart next week. Das kann auch sein. Who knows? Dann gleich irgendwie, du ghostest mich wieder. So, hey, yeah, let's meet up. But I have big hopes and dreams. Echt? Now that you're on board, Gabriel. Yeah. It was lonely at the top with the mic. Interviewing Brezina, going for beer with him, Ja, hör auf jetzt. playing Kegel, then staying up all night with him and sitting on his bed talking On this about Big Terrace. talking about stories back in the day. Porsche Express Stories. Exactly. Oh Mann. I'll ask him next time about the astronaut thing. Ja, Or was we could ist just denn- Google it. Das können wir auch machen. Das müssen wir wirklich machen. Wenn er wirklich kommt und wir ihn wirklich einladen, da werde ich recherchieren, schön ein paar alte Porsche Express Fragen raussuchen und die werden wir ihn fragen. What? Put him on the grill. Na, ich glaube,
Der Tommy ist ein gescheiter Bub. See how much he remembers. Der weiß das. Okay. Der weiß das sicher. Tommy. Was ist denn deine Vorstellung von dem Podcast? Jetzt habe ich schon so viel. What do I imagine? Not much. You already asked me that question. It's your turn to answer. Ich hab schon, Alter. Oh, really? Sicher. Well, maybe we should just move on and see what it becomes. Okay. Tell me. Was? What's in your mind at the moment, Mann. Mr. Shaffler? What's going on this week? Ich habe einen He's Zettel. fucking looking at his phone. Das stimmt nicht. He's forgotten what happened this week. Na, das stimmt nicht. Mann, bei mir ist gerade super busy, muss ich sagen. Ja? Ja, im Leben rumpelt und tumpelt es ganz viel herum. Because you're starting this podcast? Ja, aber Mann, natürlich. Ja. Ist auch ein Big Thing. What else? Für mich, ich habe mir extra die Brust rasiert, deswegen. If I shaved my chest, ja. it would take a long time and it would come back like a brush or something, you know? You could brush Ist dir das people's hair. aufgefallen? Ich meine, aber wenn ich mir die Brusthaare wirklich rasiere, dann dauert das extrem lange, bis die wieder da sind, wo sie sind. Und beim Bart überhaupt nicht. Und manchmal frage ich mich, warum gibt es verschiedene Körperteile, keine Ahnung, Schamhaare, Brusthaare, Bart oder sowas, die verschieden schnell wachsen. Weißt du, was ich meine? Yeah, of course, but mine all grows at the same speed. And thickness. Yeah, genau. So my beard, Ja. my chest is like my beard. Schnell oder langsam? Yeah, this is turning a lot of people on right now. Kann schon sein. Ja. Schnell. Echt? Sehr schnell. Auch die Brusthaare? Yeah. Mann, That's why I bei mir never dauert das shave it lange. off. I never shave it off. I'll trim it. Ja, I'll keep it maintained. ja. Like Schönbrunn. Schönbrunn is my role model when it comes to Brusthaare. Before I visited that place, I just let it grow wild. Like in Australia, you know? The ja, bush. okay, aber das ist dein erstes Mal Schönbrunn war sicher crazy, oder? Yeah. So yeah. von Australien, sowas gibt es da gar nicht, oder? No. It's so neat. Ja, It's so neat how everything in that garden is made. ja, das stimmt. But actually, at this time of the year, all of Vienna is extremely neat with its gardens. Have you ever noticed? Like, Nah. so at this time of year, like, I don't know if you noticed, but they plant a shitload of flowers. Mhm. Have you noticed that? Ja, And they change them very regularly, like they're an outfit for the city. aber das finde ich ultra nice. Yeah, it's ultra. Yeah, of course, it's ultra nice, but they must spend a shitload on flowers. Ja. It's aber es gibt ja incredible. eigene Stadtgärtner, ist MA, weiß Yeah. ich nicht. Yeah, Und there's a base in aber the die, Stadtgarten. die setzen ja auch immer mehr Bäume in die Stadt Wien ein, also in Gassen, und das fällt mir schon auf, dass immer mehr Gassen vielleicht Begegnungszonen werden oder weniger Fahrstreifen und dann Bäume und Sitzmöglichkeit und sowas hinkommt. Yeah. Und auch Fassaden, aber ich glaube, die wissen auch einfach, dass in 10, 20 Jahren, es wird immer heißer und Ja. es ist halt ein Fakt, dass Bäume runterkühlen Genau. und ich glaube auch Pflanzen, Sträucher, keine Ahnung, macht einfach eine nicere Atmosphäre als nur Beton, der sich aufheizt. Yeah, for sure. Like, it's definitely part of this whole, like, make the place look pretty and people will respect it. Ja, That's the psychology behind it, of course. But I'm just saying it's incredible because, like, while other cities are struggling to fucking keep a metro going, like look at New York, for example. I mean, much bigger city. Can't compare. Ich war da noch nie, ich bin nicht so ein Global Trotter wie du. Ah. Hashtag Owner of a Company, Hashtag I'm rich boy, Hashtag... He literally just cupped his hand around his mouth on the boy, Ja. rich boy. I turned my cap for that. Yeah. Das gefällt mir, ich gebe dir die Rolle des Entrepreneurshippers hier. Yeah, right. I'm far from an entrepreneur. I can't even pronounce the bloody word. Anyway, I find it incredible that the city does that. Ja. So they're either really hyped on this idea that you've got to keep this place looking pimped, or there's some sadistic is the word, no? Sadistisch, ja. Sadistisch motherfucker sitting there that hates all the people with hay fever. And they're like laughing Ja. there, thinking, I'm going to plant these flowers. They're particularly full of pollen. And they're going to fuck some poor bastard up. Bist du allergisch gegen Pollen? Oh, big time. Okay. This time of year is very intense for me. It's very intense because I love the beauty. Ja.
of the flowers, but they are like poison to my eyes and my whole sinus system. Like they mess me up. Ja. I'm rubbing my eyes the whole time. I have to pop a pill as soon as I wake up. Wirklich, jetzt verarsch mich. Ja. Mann, ich muss dir echt sagen, ich bin da echt... Ich denke wenig drüber nach, weil ich wirklich, weiß ich nicht, von welchen Göttern da oben gesegnet worden bin, dass ich Zero Impact. But did you grow up in the countryside? Ja, nein, Okay. in der Stadt. In the Stadt, okay. In Wien. Because some people always say, like, if you grew up, because I grew up in the suburbs, you know, in the burbs. And so I had a lot of contact with, like, nature. Kangaroos but it's kind and of wild buffaloes and stuff. Exactly. I would ride a wild buffalo to school. Ja. Exactly. And I had a fucking pet kangaroo out the back. And I would sit in its pouch. Ja, aber das ist... Curl up in its pouch Aber as so, a baby. jeder hat doch sein privates Känguru in Of Australien, course, oder? man, of course. Could you imagine that? You won't be able to keep them there. Like, no fence is high enough to keep a kangaroo in. Na, That's why they don't have kangaroo farms. Ja. That's dead serious. Ich habe mal eine Theorie aufgestellt. The Teig. Nein, dass wir Global Warming bekämpfen könnten, Ja. wenn es keine Autos mehr Here it geben würde comes. und nur noch Pferde. Wenn jeder wieder Pferde hätte. Jeder Oh hätte my sein God. Pferd. We're Ja? going to get so much hate for this. Wie im Wilden... Nein, ist nur eine doofe Yeah. Schnapsidee, ja? Yeah, let's just like increase the number of fiaker around the city. Nein, nicht viel. Nein. Du musst dir das wirklich so vorstellen, dass die Leute lieben ihr Auto zum Beispiel, spenden wirklich oder geben viel Geld dafür aus. Die würden dann ihr Pferd lieben. Das wäre wie so ein Familienmitglied, mit dem sie auch in die Arbeit kommen. Und du reitest quasi in die Arbeit damit. Dann gibst du das zu so einer Horse School oder keine Ahnung. Ja. Also dann gibt es Leute, die auf die Pferde aufpassen. Dann nach der Arbeit reitest du wieder nach Hause. Also wirklich, dass das wirklich nicht wie bei Fiakern. Also wirklich, dass ein Wohl ist. Okay. So that humans live in harmony with horses. Genau, That's what you're ja. imagining in Ganz your genau. utopia. Und in Australien wären es dann halt Kängurus, dachte ich mir. Und Ja, du hoppelst ja. dann so wie mit dem Osterhasen praktisch. Yeah. No, Nah? I honestly feel that it's time that the horses ride us. Like, I think we've You gone. like this idea? Also, I think we've gone too far with this, like using the animals for our comforts and our companionship. Like the poor dogs out there, I look at every dog and I think, you poor fucker. Mann, you da got no muss ich aber auch choice. echt sagen, I love dogs though. I love having ich a liebe dog. Hunde. Ich meine, ich finde Fiaker und das alles richtig zart und scheiße. Yeah, now clarify Aber das that. wäre natürlich in einem Universum, was nicht existiert, aber ich fände es ganz witzig. Die Idee fand ich witzig, wenn jeder Ja. wieder mit dem Pferd in die Arbeit reiten Ja. würde. Auf jeden Fall, das mit den Hunden ist ja auch extrem schlimm. Also ich verstehe, wenn man irgendwie einsam ist und sich einen kleinen Hund nach Hause holt. Chihuahua, keine Ahnung, Dackel, Yeah. French Bulldog, passt alles noch irgendwie. Imagine riding a duckle to Nein, work. aber ich verstehe die Leute nicht, die sich hier so richtig fette Ridgeback, South African Ridge, die Löwen jagen in Südafrika. Yeah. Also richtig dicke, große Hunde, Bernardiner, was auch immer, Yeah. in so eine 50 Quadratmeter Neubauwohnung schnalzen. Und stell dir vor, du bist so ein löwenjagender Hund in Australien, musst dann an so einer Dackelpisse riechen. Oh man. Stell dir vor, wie erniedrigt sich der fühlen muss, der Yeah, Hund. yeah. You wouldn't believe. I this is now bringing up in my mind what I read on. This was like one of these Instagram posts where you're just like, fuck, how much do we consume in the matter of a couple of minutes on Instagram? Like in terms of the variety of content. Ja. Because this was that they're that they're manufacturing in a lab somewhere in the world lion's meat, and you soon will be able to eat it in a restaurant. Like as in, they're not taking lion's meat Also es ist out of the Maschine, also Out of Tube. out of the Out of the tube. Maschine. Alter Mann, ich muss echt, es verwirrt mich noch. Naja, wir spielen uns da ein. Yeah, like that we'll be eating lion's meat as like some delicacy. I don't want to eat lion's meat. Ja. Like this is one of the proudest animals out there. Ja. Think of Ich the mein, Lion King. Du würdest es nie probieren? Ja, I would say never say never, Ja. but I would be thinking it's Simba the whole time. ja. Ich glaube, ich wäre schon kurios, das zu probieren. Curious, ja.
Ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich machen würde, aber zum Beispiel in China oder so, auf so einem Thailand oder in Thailand, auf sowas, diese Streetfood-Ständchen und so. Ja. Ich glaube, da gibt es ja Hund und so. Das würde ich schon probieren. Yeah, I've actually even tried it. Ja, was? Hund? Accidentally, yeah. Und? In Vietnam, they were telling me that it's steak. And it turned out that I walked up the road and they showed me that that's where they got it from and there was a dog's head there. I was extremely disturbed. Because I grew up with dogs. In Wien war das? No. Hä? Yeah, genau. It was in Vietnam? Yeah, genau. Entschuldige. Ich war gerade, Wo? It was in Neubau. Wo? In the 7th district. Bei Martin Ho. There's some fucking new hipster place open that's selling dog steak. Yeah. With pumpkin seed, aioli. With steirischer pumpkin oil drizzled on steirischer top. Berghund. Yeah. Gott, Mann. It's only a matter of time. Ja, Mann, ich sagte, die Leute werden immer kreativer, oh, warte, erzähl die Geschichte zu Ende. Yeah, I can't also, remember what I was talking about. Vietnam? Yeah, that was the end of the story. Then I found out that was dog steak. Aber hast du zuerst gefragt, was ist das? No, they just said it was steak. Okay, steak. Because that's all they had. Like I was in the hinterland of, like on the Ho Chi Minh Trail. Yeah. They didn't have much out there. There was the one place to eat. And they just said it was steak with rice. That was it. Okay. That's the end of the story. Das sind diese klassischen Turning Points, wo Menschen Vegetarier werden. Yeah, exactly. Well, it didn't work on me, let's say. Ja, du hast dir gleich einen Nachschlag bestellt. Den Kopf kann man auch essen. How are the eyeballs? Oh Mann. Ja, keine Ahnung, aber das ist so ein urkultureller, einfach, für die ist das wahrscheinlich normales Steak. No, I Steak. don't. It wasn't normales Steak. Für die. Oh, für die. Nicht für dich, aber du weißt, was ich meine. Yeah, but sometimes don't you use die für dich? Na. In Austrian? Na. No. Aber mache keine Grammatik-Shit, da bin ich richtig schlecht. I'm not gonna pick your brain for grammatic shit. Ist auch schlechte Uhrzeit. This podcast will lose even more listeners. We'll go in the negative of listeners if we wir werden es sehen. Make it a grammar for podcast. Is there such a podcast? There's got to be, no? Was? Minus? Negativ No, a grammar podcast. Where they just talk grammar. Mittlerweile gibt es wirklich für alles Podcasts. Wirklich für alles. Aber ich finde es auch gut, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird auch immer mehr Zukunft werden, weil ich glaube, es wird immer mehr. Weil ich glaube, dass die Leute langsam überfordert sind von diesem Ja. Es ist ich hatte viele Freunde, die irgendwie auf Instagram waren, weil es dann nicht diese Videos gab, diese TikToks. Really? Jetzt sind diese Reels und die sind jetzt auch süchtig. Da schaut jeder eine Stunde die ganze Zeit nur Reels, obwohl sie es gar nicht wollten. Ne? Und du wirst irgendwann so voll überfordert. Ja. Ich finde, was Schönes halt beim Podcast, der kann sich Zeit nehmen, ist Geschichten erzählen. Keine Ahnung, da kann man sich irgendwie mehr ausleben und man kann auch Dinge gleichzeitig tun, was irgendwie mehr in diese Welt auch passt. Yeah, that I love about podcasts. Like, I love that it's a passive experience and it's a very intimate experience and that you can do whatever the hell you want while... Sorry. Do that again. No. Please. Das wird mir zu intim. Please. Warum liegt denn hier eigentlich Stroh? Den Joke kennst du nicht, sorry. Intimate. I think they're going to find... Grüß Gott. Do you hear Gabriel smacking his lips on the podcast? Bitte erzähl deine Geschichte weiter, Podcast mic. Hör auf, dich immer selber zu I don't have a story. Why do you keep trying to bring it back to my story? Like, this story doesn't exist. Every awkward moment is like, please, Jake, get back to your story. I was in the middle of not talking about anything. Na sicher, Mann, du hast gerade gesagt, warum du Podcasts liebst. Yeah, I can't remember why. I certainly wouldn't be saying that, like, our listeners won't be overwhelmed by us after listening to this. Das like, glaube ich überfordert. auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Sie werden sich entweder denken, yeah, okay, nice, Jakey Baby, probiert's neu. Jakey Baby. Oder sie denken sich, was ist das für ein Bullshit? Wirklich. Well, maybe they'll think both and they'll still listen. Das it's like das junk beste food. Outcome. It's like junk food, like Yeah. some chips that taste like shit, but you still keep eating them because they've got something in them, like MSG, that makes you keep eating them. Or
crack or something in them. Ja, ich würde aber gar nicht mit zu viel Prämissen, es kommt am Montag raus. Exactly. Und, But I like that goal though, like the worst day of the week, we bring you the worst guide to living in Austria. Ja. To try and make you smile. Ja, aber hey, Alter, wenn es mir dann schlecht geht und ich nur schlecht zu reden habe, dann ist es auch so. I'll cheer you up. Ja, das wäre schön. Das wäre natürlich das. Aber Alter, weißt du. Aber It's ich like würde blasen wir uns nicht zu viel Zucker in den Arsch. Jetzt muss ich mal gearbeitet werden. That's a good expression. Ja. Don't blow sugar up my ass. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Yeah? Ja. Weißt du, wenn du halt so... No, that's because you were literally blowing sugar up his ass. Not his, man. Jacob, in Austria we don't do that. In Australia maybe. Well, we're very close in Australia. And it's a tradition on East... Every time when I came back on my kangaroo from school, Exactly. I blew My sugar buffalo. in my... You said buffalo. Okay. The kangaroo's out the back. In the garden. Fucking doing the gardening for me. Mann, ich glaube, ich habe so eine komische Vorstellung von Australien gerade. Ich war da noch nie. No shit. Ja. Obwohl, was ich gesehen habe, Love on a Spectrum, wow, richtig gut. Gesehen? What? Love on a Spectrum, No. richtig What gut. is this? Netflix. Yeah. Und es sind autistische Menschen. Spectrum heißt das, oder? Ja. Da gibt es ja 1000 verschiedene Variationen und so. Ja. Und die irgendwie, keine Ahnung, Dokumentationsteam begleitet die Menschen auf ihrer Suche nach Liebe. Ja, also die gehen auch auf Dating-Seiten und wie heißt das? Dieses Schnelle. Blind Dates und sowas. Ja. Und begleiten die mehrere Folgen lang und die gehen auch so zu Love Trainers und sowas. Okay. Und es ist so herzlich schön, Ja? schön erzählt, alles schön. Schaut euch Love on a Spectrum an. Ist wirklich süß, witzig, sympathisch, Okay. ultra nice. Ja. Can you please inform me of what this got to do with Australia and kangaroos in Das ist in gardening? Australien. Das spielt Aha. alles in Australien. Okay, so that's where you got the idea of the gardening kangaroo out the back and the buffalo taking me to school. Ja, genau. That's what happens in this show. Ja. This is why you got cancelled Ja. from Gusto Gabzi. Ja, wahrscheinlich, Mann. Well, there's not many people that get cancelled more than once in their life as well, you know? Once Ich wurde you're wirklich cancelled, gecancelt it's von Gusto final. Gabzi. Ich wurde geghostet. You were not ghosted. You're a The ghoster. pandemic ended. You know, we just all emerged from our holes Ich würde reinschreiben. and we stopped ordering from Miam. Ja, ist besser so. Because for those that haven't seen Gusto Gabzi, you should check it out. It's still on viennaWürstelstand.com. Hit the subscribe button, the clock, and let's go. www. Yeah. Well, I forgot this voice on. Anyway, you should check it out. And anyway, Gusto Gabzi would review delivery food. Ja, Lieferung. ja. Mir hat Spaß gemacht. It was a lot of fun, but then it ended. And then you ghosted. I didn't ghost anybody. That's right. Das stimmt, ja. Aber du hast mich, ja. What do you reckon, Mr. Shaffler? Should we go to our next exciting chapter machen of wir this das. first, the worst guide to living in Austria reloaded? Machen wir das, reloaded. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nicht nervös, aber You should ich be bin nervous. normal immer der Main Host in meinem But Podcast. you are the main host. You can take it, man. Ja, aber It's- du hast den Laptop vor dir, du siehst die Zeit, wie lange wir schon rennen, all das Pam, das Man, habe ich nicht. I would love if Ich you took sitze the da, als hätte ich laptop. hier gerade ein Interview mit dir, ein can't- Casting oder sowas. I didn't look at the time. I was just like, okay, this conversation is Kennst du just Black Couch Casting? no. Ist besser so. Yeah. Ja, ist besser so. Okay, I'm gonna look it up though. Na, machen wir jetzt lieber nicht. Okay. Machen wir jetzt wirklich lieber nicht. So I don't know what time it is. I don't know how long people have been like torturing themselves by listening to this. Hör But auf, das zu sagen. why not? Unsere Stimmen sind Balsam für die Seele unserer ZuhörerInnen. That's true. Like honey to your ears. Intimate. Wir müssen das einsprechen lassen von einer richtig schönen weiblichen Stimme. Intimate. Weil Sorry, wir haben hier schon zu viel weibliche. toxische Männlichkeit in dem Podcast. Yeah, well, all of our guests have to be female. Ja. That's actually a cool rule. Ja, komm, du magst mir nur den Brezina madig machen. Du willst nicht, dass wir uns kennenlernen, weil ich mache dann mit ihm einen Podcast. So schaut's nämlich aus. Yeah. He's not coming back, man.
After that night of Kegel. Hör auf, das immer zu sagen, Mann. Du hast es gut verkauft. I beat him. That was the problem. I beat him at his own game. Und deswegen streitet er es ab, dass ihr Kegeln wart, weil er Niederlagen nicht verkraften kann. That's right. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel, würde ich sagen. Ja, okay. Play the jingle. Jacob, der rasende Reporter und seine wirklich nicht spannenden Geschichten. The Worst Guide to Living in Austria präsentiert die News, die absolut kein Mensch braucht. Wirklich, no joke, sie sind schrecklich. I really like that last part. Ja, hallo und herzlich willkommen. Grüß Gott. Ja, wie Grüß mein Gott. werter Kollege Jacob immer sagt, in dieser Jacob Newstime Spielkategorie oder wie wir es nennen wollen auch immer. It's not a game. It's fucking news. Ja, Newstime. Newstime with Jacob. No, now you make it sound like it's... I'm going to start juggling. Gott, Alter. Das wäre auch witzig. That's literally what I'm doing. I'm juggling while telling you the news. Nicht. Also, wir haben uns überlegt, ich war hier mal als Gast zum Podcast und musste mir echt die Hosen mit meinem Englisch ausziehen. Ja. Es war wirklich traurig. Meine Ex-Freundin hat danach nur noch den Kopf geschüttelt und hat Schluss gemacht. Das war es in Wirklichkeit. Sie hat gesagt, yo. And now she's with me. Ja. Sie hat gesagt, Mann, das ist so peinlich, wie du Englisch redest. Und dann hat sie mich verlassen. Ja. Auf jeden Fall dachte ich mir, hey, wir wollen ja, it's the worst guide. Ja. Das heißt, wir wollen ja auch was von dir lernen. Und jetzt testen wir einfach mal deine Deutsch-Skills, German-Skills. Yeah, here we go. Und das heißt, jede Woche überrasche ich Jacob mit irgendwelchen Artikeln von wirklich Qualitätszeitungen, die besten Qualitätszeitungen unseres Landes. Ja. Die Heute, es gibt viele Zeitungen, Kurier, egal was. Ja. Österreich, BAM Magazine. The quality ones, you know? The quality. Only quality paper. Can I get on with the fucking news now? Jacob, It's please. a very long introduction. Hey, Mann, erst People are einmalig. getting very Nobody cares. tense. Okay, Jacob, bitte, was hast du uns zu berichten? So, herzlich willkommen. Ö1 Nachrichten. Naja. Gammelfleisch und billig Shrimps in Teigtaschelfabrik. Sperrstunde für illegale Gammelküche in Wien Favoriten. Dank aufmerksamer Nachbarn ist für ein Teigtaschelfabrik. Why do you squish all the words together? Das ist eine coole Regel. Teigtaschelfabrik. Nun der Ofen aus. Man, this journalist was fucking on fire. Ja. Vor knapp 2 Jahren flog zuletzt eine asiatische, that's racist, Wohnungsküche auf Heute berichtete. Genau. Seither kochte die Teigtaschel-Mafia ihr Süppchen voll im Geheimen. Boah, Alter, wie viele Metaphern willst du in einem Okay, Text I'm not going to geben? read the whole fucking thing. Let's get through this. All right, so Teigtaschel sind dumplings, Ja. right? So apparently there's a dumpling mafia in Vienna. And so anybody that doesn't know of this is actually part of a bigger story, no? Mhm. Yeah, what happened? Maybe bring people up to speed. Also 2019 wurde unser wunderschönes Land, ja, unser wirklich wunderschönes Land voller Berge, Flüsse, guten Wein, gute Schnitzel, heimgesucht von einer viel schlimmeren Pandemie, die wir kennen, ja. Es ist nicht Corona, Such nationalists. es waren die Teigtaschel-Mafias, ja. Wir konnten uns nichts Schlimmeres vorstellen, als dass in unserem Land wirklich illegal in nicht HACCP geprüften Küchen perfekt hygienisch sauberen Anlagen Teigtaschen produziert werden. Ja, und die Polizei hat das hops genommen. Wow. Und ich weiß nicht, gefühlt den ganzen Sommer waren in allen Medien 2019 nur Teigtaschenfabriken, Yeah. die von wirklich Razzia, Vega, Militär, Bundespräsident, alle haben die gestürmt. Alle. Das geht nicht. Alle, Mann, wirklich. Okay, so for the English speakers out there that didn't understand a word that fucking he just talked about. Hey. So
In a couple of Viennese apartments in 2019, the police discovered the dumpling mafia, and they were making a whole bunch of dumplings with some dodgy meat. Some really dodgy looking meat. With dog meat. With dog meat? Really? Nein. Oh. Das war nur auf deiner Reise. Fuck. Bei deinem Hundesteak. Anyway, and apparently they're back this year in 2022 after Corona. They decided to make a comeback, like Robbie Williams will. Oh Gott. And apparently the police found 300 Kilo Teigtaschel und stinktes Fleisch. Aha. Was? Stinktes Fleisch? Stinkendes Fleisch. Stinkendes So that's Fleisch. stinky fleisch. Exactly, ja. Stinky Fleisch. Everybody loves a bit of stinky Fleisch in their Teigtaschen. Ja, das war aber auf jeden Fall echt big. Beautiful. That's a good story. Ich finde, also ich würde jetzt mal eine 5 von 10 Punkten geben. Ja? So wie Okay. du mir, ja. Next news story. Aber kleiner, also ich würde vielleicht, wenn ich dann Deutschlehrer wäre, ich würde noch fucking sagen, ein here we bisschen go. flüssiger lesen, ein bisschen, you can do it. Okay, here we go for the next one. All right. It's my time to shine. Let me do it. All right. Next news item. And I'm going to do it like a real newsreader, all right? Man, do you do. Let's go. Neuer Weltrekord in Unterwasser-Radfahren. That was the paper literally being thrown away because we printed this out. Unterwasser-Radfahren? Gibt's sowas? Gibt's Keine sowas? Ahnung. Wow. Ein neuer Weltrekord im Unterwasser-Cycling wurde am Sonntag, 3. April, in einer Liesinger Tauchschule aufgestellt. 24 Stunden lang strampelten 2 Teams zu je 5 Radfahrern auf den Rekord. Okay. Okay, warte, We get the point. warte. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Wait. Du, lies es normal. Lies I can't read it normal. I'm supposed to read it like a newsreader. Na, mach's doch nicht so. Okay. Lies Mehr als 115 Kilometer sollten es in 24 Stunden werden. Beim Weltrekordversuch in der Liesinger Tauchschule in der Jochen-Rindstraße, I don't know why that's important to know what street it was done on, hat dann schließlich alles geklappt und die 2 Teams zu je 5 Radfahrern stellten auf einem Unterwasserbike der Firma Beko den neuen Weltrekord auf. Now, Beko, you have to sponsor this podcast. So, English speakers, some bunch of people wanted to break a record for underwater. I love how you translate it always. Cycling underwater. That's a fucking thing. Respect, though. Like, that's a lot. 115 kilometers underwater. Yeah, that's a lot. And they did it in 24 hours. Yeah, they did it in 24 hours. Or they're going to do it in 24 hours. Did they do it? Keine Ahnung. Well, we don't. That's inconclusive at this stage. We don't have that part of the news on our printed out sheet. Ja, also ich glaube, das Spiel wird nochmal überarbeitet. But anyway, it's happened and they've done it. God knows how they did it, but they did it. Next story. Ischler von Freundin auf Balkon gesperrt, mit 3 Leiter gerettet. Happened in Ischl, where the whole fucking Corona started. It didn't start there, though, did it? Ja, aber das war wohl echt als der Hotspot für, wo sich's in Europa zumindest richtig verteilt hat. Ja. Ja. Bad Ischl. Bei Minusgraden musste ein Bad Ischler Montag früh auf dem Balkon seiner Wohnung ausharren. Seine Freundin hatte ihn versehentlich aufgesperrt und war in der Arbeit gefahren. Es war gegen 6 Uhr früh, als sich der Mann auf dem Balkon seiner Wohnung im 6. Stock eines Mehrparteienhauses in der Kaiser. Again, with the street. Who cares what the fucking street, where it happened? Ja, aber Jacob, Mann, das sind die Venus. Kaiser Franz Josef Straße. Yeah. So it happens on the Emperor's Street. Great. Adds drama to the story. Aufgehalten hatte. Seine Freundin hatte diese
dies nicht bemerkt und sperrte die Balkontüre zu. But how big is the balcon that he didn't notice that she locked the door? She left for work. Mann, ich hab nicht mal einen Balkon. So you don't know what it's like to be locked outside? Mann, Okay. in Wien einen Balkon haben, da bist du King Size. Like me, man. Ich weiß Du, Like I haven't got one, but I'm gonna build one. oh Jesus, hier, schön Dachstuhl ausbauen. Company's money. Exactly. Part of the Tag-Tasche Mafia. I got the money. Jetzt weiß ich, was im Büro passiert. I'm one of the workers. I'm actually enjoy doing it on the weekends. And then you always have, dann hast du immer ein Mustache oder so. Jacob. I supply the meat. Ja. It's fresh from Australia. Okay, Kangaroo also sie hat ihn meat. einfach ausgesperrt. Anyway, he cried for help. So als der Mann sein Unglück bemerkte, musste er um Hilfe schreien, da sein Handy in der Wohnung lag. Man, everything went wrong for this guy. Vor dem Euro-Therme Bad Ischl, this is just a big promo campaign for them, aus hörten Zeugen seine Hilferufe. Sie kontaktieren die Freundin. Yeah, I don't need to read the rest. Anyway, he got back in. They had to call the Feuerwehr. Ja. That's the end of the story. Okay, also ich muss sagen, ich würde gleich Feedback geben zu dem Excuse ganzen... me, I'm not finished. Ah, sorry. That was the worst news. Das war die Nachrichten. Ja, wir haben noch keinen wirklichen Namen dafür. Für Montag. What's the day on Monday? Boah, Alter, frag mich das nicht. Keine Ahnung. Montag. Weiß nicht, Irgendwann welcher Tag heute in ist. April. Ja. Good. Ein Tag See? im Montag. That Ja. was good. Mir hat's gefallen. Schau, das you ist die didn't. erste Folge mit uns zwei. Wie würdest du sagen, wie war das Spiel? I like the Spiel. Ja? And this news is very important that the people of Austria hear it. Ja. Aber wir können es noch abspeisen. Abspeisen. What, I should wear a bikini while doing it? I told you about my Würstelstand. Ja, zum Beispiel, ja. Da machen wir ein Foto und Well, we are going to make a video version of this podcast one day, no? du hast gesagt, du würdest es gerne machen, so richtig Ja. Joe Rogan-mäßig, gell? No, this is not Joe Rogan-mäßig. This is Fisheye-mäßig. fisheye. Ja, Fisheye, die Lens. What is a fisheye? Linse. Ah, Die okay. richtig wide. Yeah, we can do that. Yeah. Well, I just want to show off our podcast cave. It's a Die ist nice nämlich- little space. Die ist wirklich nice, ja. Muss man echt sagen. Ja. Hier Thanks, man. könnte ich es mir vorstellen mit dir. Should we go to a break or what? Ja, denke ich auch. Liebe Leute, wir entspannen uns jetzt mal ein bisschen. Ja. Ihr raucht eine Zigarette, trinkt den Kaffee, den ersten oder den zweiten schon im Office. Don't promote smoking. It's going to kill them. Ja, das stimmt, Entschuldigung. Also auf jeden Fall nicht rauchen. If you want to, go for it. Exakt. Jeder wie er will. You do you, Genau. me do me. Genau. Äh, Pro choice. Ja, entspannt euch ein bisschen. Wir kommen gleich refreshed wieder mit noch einer richtig dicken Nummer. Mit einer richtig dicken Nummer, Digga. Wir haben nämlich auf Instagram gefragt, ja, richtig important things, ja, entweder oder Spielchen, ja. This Und das or schauen wir that. uns dann an. And there were big questions. They're probably the most pressing questions of our time at this week in history. Also for the Worst Podcast. The Ja. worst podcast, yeah. Also ich glaube, du brauchst eine Pause. Also ich bin cool, aber ich glaube, der Jacob Yeah, braucht I eine know Pause. you're cool, but I need a break. I'm older, remember? Ja, Got them all. 36. 36. Intimate. 36, intimate. 36. Okay. Teigwatschel. Tschüss, Bussi, Baba, wir sehen uns gleich. Teigwatschel. Watschel. Hi. We're back. Hi, servus. 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 We have got a scrumptious little segment for you. Gut, That- was heißt scrumptious? Scrumptious. Was heißt das? Was heißt das? What would be the translation for scrumptious? Okay. It means very, very yummy. Ah, Yummy. okay. Yeah. Ja, That's, damit bin ich einverstanden. yeah. That's my translation. Very yummy. Oh, Anyway, so we actually are co-making or co-creating this segment with our
followers on Vienna Würstelstand, we asked several questions, very important questions throughout this week, and they answered. So they were polls on Instagram, in our Instagram stories. So if you'd like to take part next time, keep an eye on those stories. And anyway, in these stories, we asked some very important questions. And Mr. Gabriel, he's got no idea about the results of these questions. Yeah. And so I'm going to guide us through these questions. And I should just get on with it, no? Yeah. All right. So the first one is, so we always gave two choices. Two choices. Yep. If you had one shot, one opportunity, just let it slim. Let it slim. Kinder, kommt rein ins Haus jetzt, hört auf zum Spülen. Die neuen Fragen sind da. Und ihr wisst ja, am Montag wird immer diskutiert. This or that. This or that. So ketchup and pommes or mayo and pommes? Ganz klar. Which one? Mayo. Für mich For Mayo. you? Ganz 100% Mayo. Well, mate, 66% chose ketchup. Ja, And verstehe ich nicht. So 34%. Verstehe ich nicht. Ja. I'm also a fan of the mayo. Was würdest du machen? Ketchup oder Mayo auf Pommes? Definitely mayo. Ja, All Mann, the way. ich verstehe auch gar nicht. Das kommt ja auch die belgischen Fritten, die dreimal frittiert, Ja. da kommt die Mayo drauf. Yeah, but I've often had impassioned conversations with many people that live in the city of this question. I even had a Dutchman get in a serious argument with an Austrian about this because he was obviously for mayo Ja. and they were for ketchup. Ich verstehe diese Obsession nicht mit Ketchup hier in Österreich oder allgemein hier. Also, wie viel Prozent Ketchup? 66%. 66%. Und Mayo? 34%. Ja gut, ist klar. Yeah, do your maths, Danke, mate. ja. Okay, hätte ich auch selber drauf kommen können. Yeah, what's the biggest fucking star in the universe? Das ist ziemlich krass. Ja, Sonne. Sonne. Good. Verstehe ich gar. Aber es ist auch diese. Kennst du die Leute, die Pasta mit Ketchup essen? No, die I do gibt's not ja know auch, those aber die people. gibt's, I would die never existieren. befriend. No. Die existieren. Yeah, but these are conspiracy theorists. Like, these are the people that believe that the earth is Weiß flat. ich nicht. Ich finde, eine sehr gute Freundin von mir macht das. Yeah, but Und what? They ich just weiß make... noch, pass auf, ich weiß noch einmal, da war ich in der Schule, Mittelschule, ich weiß nicht, 12 war ich oder so. Und weißt du, da fragt man dann immer, darf ich zum, keine Ahnung, was mitgehen, Mittagessen und spielen und so nach der Schule, ja. Und die Mutter hat gesagt, sie kocht was für uns und dann haben wir da draußen gegessen bei ihm und es gab wirklich einfach wirklich so Penne mit Ketchup und das war das Mittagessen. So they literally had cooked penne Ja. and they squirted ketchup on Ja. the top. Und die Freunde von mir haben es geliebt, Mann. Das war für die Sunday Lunch, für die war das so gut und ich war echt so, das war mein erstes Mal, wo ich diesem Endboss begegnet bin. Wow. Ja, und seitdem habe ich es auch nie wieder gegessen. Wirklich, ich finde es grausam. Ich könnte es, also, Mann, da gebe ich mir lieber Butter drauf, bisschen Salz und Parmesan, wenn ich das habe. Oder Gouda schneide ich mir da lieber drauf. Butter on your pasta? Egal was, ist besser als Ketchup, Mann. Ich bin kein Ketchup-Fan. Du So you siehst, you Ketchup put ist anything but ketchup on your pasta? Ich würde mir vorher keine Pasta machen, bevor ich da Ketchup drauf gebe. Okay. Ich würde, Ketchup. So if anybody wants to challenge Gabriel to eating anything but ketchup on his pasta, you can Ja. put suggestions in our Vienna Würstelstand Instagram DMs. Das stimmt. Ihr könnt aber auch mir schreiben. Yeah, well, tell him your handle, for God's sake. What's your handle? Was, Handle? Yeah. Your handle, man. Mein Handle. Instagram. Ach What's so. your Also Instagram? ich heiße Peace, Joy and Pancakes auf Instagram. Peace, Joy and Pancakes, Friede, Freude, Eierkuchen.
Oder a.k.a. Gabriel Shaffler. Ihr könnt mir da auch sehr gerne schreiben. Oder auch nicht. Love letters, right. Schreibt es auch Vienna Würstelstand, dann habe ich weniger Arbeit. Spaß. Wie ihr wollt. Können wir dann gerne diskutieren, aber ich finde echt, also Mayo auf jeden Fall. Ich finde Mayo allgemein extrem gut. Es ist halt nur Fett. Yeah. Fett ist Geschmacksträger Nummer 1. Yeah, and we're not talking a few people voted here. Hundreds of people voted for ketchup. Ja, so there's a serious... Ja, ich meine, Vienna Würstelstand hat über 50.000 Follower. Yeah. Also ein paar haben schon mitgemacht, kann man sagen. Yeah. Also wie heißt das? Es ist feel very strongly for ketchup. Ja, ich nicht. Okay, wir sind beide auf demselben Ding. Okay. Wir sind beide die Outsider. That's why we like each other. Wahrscheinlich, ja. Yeah. Okay, next one. Would you rather live in the Würstelprater or live in the Lugner City Mall? So has anybody, like I'm asking the listeners, waiting for an answer. Has anybody ever lived or no? Has everybody been to Lugner City? Ich wohne in der Nähe, ich war dort schon öfters. Ich war dort auch mal kurz im Fitnesscenter. Ja. Es ist so ein Mysterium um diese Lugner City. Ich verstehe die nicht. Ich finde, es ist ein großes Einkaufszentrum. Ich glaube, man kann dort hat alles länger offen bis 9 oder so, glaube ich, in Wien. Okay. Also normal sperrt er, weiß ich nicht, der Biller unter der Woche um 8 Uhr zu oder um 19 Uhr und dort hat es bis 21 Uhr offen. Alles. Also du kannst dort halt länger shoppen und sowas. Ich bin dort ins Fitnesscenter kurz mal gegangen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber nicht an der nicht wegen der Atmosphäre, sondern weil das Fitnesscenter war mir zu groß irgendwie. Ja. Aber Lugner City, keine Ahnung, ist halt für mich eine Einkaufsmall, aber ich bin 1060 aufgewachsen. Represent. Ich bin immer in den Gerngroß gegangen. Deswegen ist für mich immer der Gerngroß hier Shopping City Number 1. Oh my. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall in den Würstelprater eine Nacht, ist viel nicer, glaube ich. Obwohl auf der anderen Seite, dort kannst du nur so fahren. Ja. Okay. Und dort in der Lugner City ist ein Biller, da kannst du essen, trinken, dich ansaufen. Du kannst ins Gym gehen, du kannst zum Biber gehen, dir Klamotten holen, einen Laptop holen, keine Ahnung. You never have to leave. Ja, Zombie-Apokalypse würde ich Lugner City gehen, Just for Fun würde ich Prater gehen. Du? Yeah, I think I would definitely go for Würstelprater because I have a phobia to malls. Growing up in Australia, I hate malls. Like these windowless shopping places. Ja. They make me feel very weird and get anxious in these places. Echt jetzt? Yeah. I don't like literally get anxious, but I hate them. I start like under my breath, like talking like one of these old guys. Aber diese Malls sind ja so, ich weiß, kann man Australien amerikanisiert nennen? Ja. Schon, oder? Ja. Very much. Das ist ja schon diese Mall-Culture ist ja extrem groß. Ich habe das nie ganz verstanden. Das ist ja wirklich, du fährst mit deinem SUV in die Mall und dort kannst du alles kaufen fürs Monat, für die ganze Woche. Du fährst mit einem Wocheneinkauf wieder nach Hause. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist, wenn du in so einer wirklichen Stadt wohnst, wo auch die Dinge schneller connected sind wegen öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Ich würde niemals auf die Idee kommen, in Wien einen Wocheneinkauf zu machen. Ja. Oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Also, oder halt irgendwie, ich kenne das von Freunden am Land, das ist für die so, wir fahren jetzt das Wochenende nach Wien. So ist wirklich so ein Shopping-Happening. Ja. Also, wo man wirklich nach Wien reinfährt und irgendwie, dann kauft man. Ich glaube, wenn du wirklich in der Stadt dann irgendwie wohnst, ist das, keine Ahnung. Also, vor allem, ich bin immer in den Bezirken aufgewachsen. Wenn ich was gebraucht habe, bin ich hingegangen, habe es mir geholt und ciao. Ja. Für mich war zum Beispiel der Saturn für elektronische Dinge war immer im Gerngroß einfach. Das hatte für mich wenig mit einer Mall zu tun. Ja. Ich schaue mir da doch nicht andere Dinge an, aber bei dir ist das echt so eine echte Culture. Yeah, hate them. Culture. Hate culture. Yeah, the mall culture, don't like it. Echt? So I would definitely go for the Würstelprater. Okay, all the way. Gibt es sowas eigentlich? Also wird es sicher geben, aber so blöde Frage. Like a fairground? Wie heißt das? We like a fairground? Ja, wie auch immer. Or like a, I don't know what you Prater. Call it. Yeah, they just call it the Prater all over the world. Ja, wahrscheinlich nicht. Yeah, we have things like this. We do have rides and things in, Australia. Ja.
But nothing like the Würstelprater, of course. It's very unique to Vienna. Ja, es gibt ja den Wiener Prater, also im zweiten, und den Würstelprater, also den böhmischen Prater. Yeah, this place is very interesting. Und den für alle, die in Wien wohnen oder mal in Wien Urlaub machen wollen, den würde ich sehr empfehlen. Der ist im 10. You would recommend this to people holidaying? This place is like a ghost. Na, ich würde es empfehlen, wenn du ein bisschen länger hier bist und so wie sich eine Stadt entwickelt, weil ich finde, das ist voll in der Zeit stehen geblieben. Das ist wie so eine Zeitreise. Ja. Das ist so right into the 80s, 90s, weiß ich nicht. Also da ist echt die Zeit stehen geblieben. Ja. Und ich finde, das hat irgendwie einen Charme. Ich finde, irgendwie hat's was. No, I would only recommend it if you've been here for 20 years and you've got nothing else to do. You have seen everything. And you want to, like, imagine yourself into some horror movie that involves a fairground that looks very creepy, that, you know, like has these old rides that you put a euro in and it moves like an elephant or something, moves back and forth. And it's got this creepy smile on it. That's the Böhmische Prater. Du hast den gerade sehr gut in the beschrieben. 10th district. Ja. It's a very interesting place. It's an interesting place. But it's like one row, and the history of it is very interesting. Do you know the history? No. I don't know exactly the history, but there was a Gasthaus there and also a factory. And the factory, so the idea was that I think that the factory workers had a place where they could go with their kids and stuff on the weekend. Ja. And so the Gasthaus built it up or something. Anyway, this is probably completely wrong. Just look out on Wikipedia. Ja. But it's got a very interesting... aber das macht Sinn. Das ist in der Geschichte oft so entstanden, wenn irgendwo so eine Manufaktur war oder so wie, ich glaube in Deutschland gibt es in einigen bei so VW-Werken und sowas, wo wirklich viele Menschen arbeiten. Ne? Ja. Dort bauen sie dann Reihenhäuser hin, wo die Menschen dort auch leben können, damit sie es nah zur Arbeit haben. Okay, und dann sagen die, okay, und was machen die in ihrer Freizeit? Ja. Okay, dann bauen wir jetzt hier noch eine Shopping Mall hin und ein bisschen Entertainment, wie ein Prater und so. Ja. Dort ist das wahrscheinlich so ähnlich entstanden irgendwie. Spannend, muss ich mir anschauen. Yeah, and it's just one street of these rides. Ja. And most of the time there's nobody eine there. Lange Straße. Yeah. Aber ich habe dazu echt das war erst letztes oder dieses Jahr noch Geburtstagsfest von einer Freundin. Und dort ist eine richtig coole Minigolfanlage. Minigolf ist richtig cool. Ich mag das Spiel, ja. This is a good insider tip. Ja, wirklich. Und wir waren sicher 20 Leute, Mitte 20, haben uns richtig viele Flaschen Prosecco mitgenommen und haben dort einen Wettbewerb, Geburtstagswettbewerb gemacht, mit Preisverleihung dann danach bei ihr, mit Essen und so. What was the prize? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich. Es war eine Drunk Day. Ja. Auf jeden Fall, es war irrsinnig cool. Allgemein würde ich solche Dinge für Geburtstagsfeste oder sowas mal was machen, was man sonst nicht macht. Nicht nur ansaufen, sondern Minigolf spielen und ansaufen. Yeah, this is a cool birthday idea. Es war extrem cool und dann gab es nämlich einen Topf, wo die ganzen Namen drin waren von den Leuten und man hat so random den Partnerin gezogen, mit dem man spielt, immer zu zweit im Team. Ja. Und das forst dich dann quasi auch dazu, dass du, weißt du, wie es bei einer Party ist. Das sind dann oft Menschen, die du nicht kennst, die aus dem Freundeskreis vom Geburtstagskind sind, so. Und dann kommst du mit denen auch ins Quatschen. Und nicht nur, dass nur die zusammen sind, die sich kennen. Das war irrsinnig toll, kann ich echt empfehlen. Yeah. That never happens to me. I don't talk to anybody I don't know. Ich weiß, weil du nur arbeitest, Jacob. Nur hier Business, investieren, Kryptocoins, Blockchain. Cryptocoins? Isn't that cryptocurrency? Cryptocoins. Das heißt so, das sagt man so on the street. I've never invested in cryptocoins. Ja, selber Schulden. Anyway, next one. Yeah. Next very important question that we pose to our audience. Thousands of people answered. So is life better in an Altbau or is life better in a Neubau? It's a big question in Vienna. Ja, people feel very strongly. Kein Scheiß, es ist wirklich... ich würde jetzt gerne mal dich wissen, weil du bist as Foreigner. Yeah, Altbau all the way. Ja? Yeah, even though pipes burst, the foyer, like the, what do you call it? The Heizung. No. The area where you go in. What is it called in German? Vorraum. Yeah, let's call it that. Why not? Anyway, yeah, like this is really like they're usually not well kept.
there's something romantic to them, you know? There's something like the high ceilings. Mhm. I love them. Stuck. Yeah. Sagt der Stuck was? Na. Aber Oh, Stucco. Stucco. Was ist Like Stucco? stucco. The patterns. on the ceiling. Yeah. Ja. This is beautiful. And you also have in Altbau, you normally have a really nice flow with the rooms, with these big doors. Flügeltüren. Flügeltür. Ja. Yeah. They're so beautiful you can fly away with them. Yeah, exactly. That's exactly how they came up with the name, I'm sure. But they're beautiful, like, really. Ja, wie ist das für dich? Weil wie kann man sich eine typische Wohnung in Australien vorstellen? We don't live in Wohnungs, man. We live in houses. Einfamilienhäuser jeder Ja. oder was? Yeah. Seid ihr alle rich oder wie? No, it's just different. Ja, okay, Ja. in Sydney oder ich weiß nicht, wie andere No, Städte but heißen. like for example, you buy an apartment here for, I don't know, what's the normal price for an apartment? Mann, Wien I wird wouldn't immer know. teurer. Yes, that's true. Like every place. Das ist in the aber ein world. anderes Topic. Yeah, this is Keine Ahnung, es kommt auf den Bezirk drauf an, aber wenn du in Yeah. Let's say you spend 300,000 on an apartment here. ja, for aber das sind 40 Quadratmeter. 300.000 kriegst du im Perfect. 15. Bezirk perfect. 40 Quadratmeter. Perfect. Vielleicht noch unser nicht, Alter. It's definitely big enough for me and you to live in Na, wirklich nicht. together. Ja, okay, dann schau. Aber nur, wenn wir uns das Bett... Na, wurscht jetzt. Never. Aber wie ist es? Ernsthaft? Yeah, then you can buy a house for that kind of money in Australia. Das kannst du hier auch, aber nie in Wien. Yeah, but for 300,000 in a ja, in a Alter, city. wenn du in irgendein Obersankt Galling, if you weiß go ich to nicht live in wo, in Niederösterreich, Amstetten or dort something. kannst du dir but- ein fetten Grund und ein Haus hinstellen wahrscheinlich. Yeah, exactly. Aber in der Stadt wird, ja, keine Ahnung, das ist extrem teuer. Gut, aber wenn du in Sydney, wie schaut da eine Wohnung aus? Sydney. Yeah, again. Ich sag nur Sydney, weil das die einzige Stadt ist, die mir jetzt... so groß ein Kontinent, ich kenne nur Sydney. When you imagine the map, it's just like Sydney. the shape of Australia and then Sydney Yeah. at one point on the map. And- And it's like in the middle because Yeah. you're not even sure where it Ja, is. und warte, Big Red Rock. Big Ben, that's in, Ja, that's in ha, Britain, ha, right? ha, ha, ha. The Big Rock? Ja, Big Rock. Yeah, that's what it's called. Ja. Yeah, it's called a Big Rock. Alter Mann. That's like the... Howdy, motherfucker. Riesenrad is That's called a- Sydney, that's Australia, and that's a big rock. Yeah, Welcome to our country. Exactly. That's like when we come to Vienna, we're like, that's a big wheel when we Yeah. look at the Riesenrad. We just call everything that's big, big. Sehr gut, ja. Yeah, we're not very creative with names, you know. Wie kann man jetzt, aber ernsthaft, wie kann man sich jetzt eine Wohnung vorstellen? Yeah, it's like a Neubau here. Neubau, oder? It's like a Ja. Neubau here. Yeah. Yeah. Because most Wohnungen, like, because Australia, most people have lived in a house for a very long time. Now it's starting to be more and more difficult. And so people live more in these apartment living. Mhm. And they look like Neubau here. Und sind das aber viele Hochhäuser mit Balkonen oder keine Ahnung? We don't have many Hochhäuser Okay. in Australian cities. Also Because schon you got to imagine, like, most city centres, Melbourne and Sydney excluded, are just city centres for business. And most people don't live within the little city areas. They live around the city areas. Mann, es ist echt urspannend. Ich war noch nie in Australien, Ja, noch nie ja. in Amerika. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Yeah, well, it's different again in America. You got to get out more, man. Ja, voll. Ich muss mehr raus. Yeah, Ja. you got to get out of the 6th Ja. district, for God's sake. Oh, Jesus, ja. It's See, hard. the, It's see the hard. world, man. Well, you can't. You can't for at least the next 2 years because you're stuck in this podcast. Ja, he's forcing me. Okay, ja, das finde ich aber schon spannend, weil ich bin immer in Neubau Altbau, ich bin ein Altbaukind. Altbau, yeah. Ich bin immer Altbau aufgewachsen und ich merke wirklich, ich habe auch ein Jahr in Barcelona gelebt, dort alles ähnlich zu Altbau, das sind alles alte Häuser, die Decken sind sehr hoch, dort ist es noch cooler, weil Ja. jede Wohnung gefühlt einen Balkon hat, das haben wir leider Ja. nicht. In Wien, Jugendstil, da wurde schon extrem auf die Fassade geschaut, aber da gibt es Ja. dann meistens nur so einen riesigen Balkon und einen Erker beim Haus, weil es einfach stylisch für die damals besser gepasst hat. Ja. Da war nicht, okay, es ist eigentlich cooler, wenn jeder einen Balkon hat, sondern es schaut nur schöner aus, wenn es einen fetten Balkon gibt für die Wohnung. Yeah, they're all about the looks here.
Aber ich fühle mich schon eingeengt in Neubau, weil einfach ich bin nicht riesig, ich bin normal 1,80, aber es ist einfach, keine Ahnung. Ich arbeite nämlich in meiner Wohnung auch gern oder mit der Höhe irgendwie, weißt du? Also, weil du hast dann echt viel Platz und du kannst echt was oben hinbohren, ob es für dein Fahrrad ist oder was auch immer. Ja. Das finde ich total cool. Fischgrätparkett und Flügeltüren und das Knarzen vom Boden, das ist für mich einfach zu Hause. Das hört sich für mich nach Zuhause an. Ja. Ich würde nie in einen Neubau ziehen. Ja. Also, und es hat sicher viele Vorteile, wie meistens ein Lift. Du hast wahrscheinlich einen Balkon, oft musst du nicht heizen, es ist alles gedämmt. Aber wenn du in einem sanierten Altbau bist, hast du auch schon proper Fenster irgendwie. Und keine Ahnung, es ist Gefühlssache. Yeah. Also wir sind bei der Altbau. I'm with you with the Altbau. I'm with you. Und wie war die Procento? So the Altbau is the winner at 63% and 37% Neubau. Yeah. So just over 1,000 people voted on that one. And it's crazy. Altbau wins the race. Yeah. Moving on. This one is, would you rather have sex in a U-Bahn station toilet? Those toilets are really fucking disgusting. Aber wunderschön, falls es dir aufgefallen ist. No, not all of them are wunderschön. Ja, kommt drauf an. Aber wenn du jetzt so Nasch mag, diese richtig schönen U-Bahn-Häuser. Yeah, that's probably the last schön. Ja, wahrscheinlich hat auch niemand an diese Toilette gedacht. No. Ja, ich muss auch mal aus meiner Bubble raus. They're updating. Yeah, you only go to the nice toilets. Yeah. You only ride the nice U-Bahn lines. But like some of them are really rotten, disgusting. Like you don't want to go in there. So would you rather have sex in an U-Bahn toilet or the Schikaneder toilet? Ja. Okay, aber ich habe eine Frage, Jacob. Was ist Sex? Was ist das, Jacob? I wouldn't know, mate. I don't have sex. Also ich auch nicht. Ja. So it's difficult for us to participate in this one. Yeah. But if we did have sex, imagine what it is. Deutsch. Deutsch. If we did have sex, which would you rather? The Schikaneder toilet? So if you haven't been to the Schikaneder toilet, you haven't lived. Like really. You've got to go to Schikaneder, number one. This bar, which is a legend in this city. 4. Bezirk habe ich daneben gewohnt, ja. Yeah, and you got to go to the toilet there because at some point, if you're drinking there, you're going to need to go to the toilet, number one. And you got to check it out. It's like one of the tourist attractions of Vienna. Echt? No. Ja, ich weiß nicht, wie cool das für ein Szene-Lokal ist, dass es schon so Number One Tourist Attraction ist. Wahrscheinlich Dead Sign. There are just lines outside the toilet. Ja. Nobody drinks at the bar. Hattest du schon mal Sex auf so einer öffentlichen Toilette? Of course. Echt? Yeah. Na, ich gar nicht. Also beides lustig. Warte. I've even gone worse than that. I don't know if Schikaneder's worse or the Arena. Arena toilets are horrible. It's like a horrible. It's like the inside of a cocaine addict's nostril. Like it's really horrible. Das hört sich nicht so geil an. Nah. Ja. So, these toilets, like you gotta imagine. I'm looking at a picture now. I don't know. Like, it looks like something out of Trainspotting. You know this film? Ich meine, ist wurscht. Muss ja nicht das Schikaneder sein. Es ist einfach von irgendeinem coolen Lokal am Klo oder öffentlicher Toilette. Ja. Ich glaube, mehr Pressure hast du wahrscheinlich in einem Lokal, weil da mehr Leute die ganze Zeit aufs Klo gehen. That's true. Ich hatte tatsächlich noch nie Sex. In a toilet? Punkt. Nein, ich hatte noch nie Sex. Spaß. Nein. You gotta try it sometime, mate. Ja. It's refreshing. Nein. Also, also ich hatte schon so Outdoor-Sex und witzige Geschichten und so, aber auf einer öffentlichen Toilette tatsächlich, glaube ich, noch nie. Und auch noch nie in so einem... Too many germs? Too many little germs on those toilets? Was heißt das? Germs is in like little, you know, like, what is it, germs in German? Germs in German? Germs German. German with Jiggy Jacob. I don't know, the little things that get you sick, I guess.
Ja, halt so, ich weiß schon, okay, ja. Na, nicht deswegen, hat sich nie ergeben. Also schon so auf Homepartys, Toilette ja. Yeah. Das würde ich jetzt mal mit so einem Schikaneder-Ding vergleichen. Because nicht, weil es dirty ist, aber weil es so super crowded ist irgendwie. Und die Leute klopfen an und du bist urgestresst irgendwie. Aber das always stressed having sex. Always, ja. Always, immer einen roten Kopf. Am I performing? Aber dieser Stress und dieses Klopfen ist ja auch irgendwie cool, glaube ich. Oder geil oder keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. But the U-Bahn toilet is really like a stressful situation. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, eher das Lokal nehmen als U-Bahn-Toilette, weil die sind einfach wirklich in der Regel leider echt dirty as fuck, kann man sagen. Ja. Yeah. But they have been updating a lot of them. And they have got these ones where you pay now. So you would have to pay for the sex, which would be kind of dirty as well. Ja, aber da ist ja dann die... It's only at 50 cents, so it's a cheap wild ride, but it's still paying for sex. Oh ja. Naja, auf eine andere Art und Weise. Ja. Aber dafür sind sie sauber, das ist schon besser, keine Ahnung. Findest du das gut, wenn die öffentlichen Toiletten bezahlt werden müssen? No, I believe all toilets should be accessible for all. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber auf der anderen Seite, die Leute wollen es aber sauber machen und dann ist es nicht sauber. Also Yeah, but I don't understand why people can't. I don't understand why somebody would go into a toilet and trash it. You know, like taking a shit on the floor or something. The toilet's just there. But I've been so many times in these public toilets where you see shit where it shouldn't be. And you're just like, why? You were so close. Like, you could have just gone in the toilet. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, gut, wenn du es wirklich immer so behandeln würdest, wie als wäre es deine Toilette, dann würde es wahrscheinlich anders sein. Macht natürlich keiner. Ich glaube, weil das oft irgendwie schnell gehen muss oder irgendwie... What, you can't make it to the toilet bowl? Boah, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, Alter. Ich gehe echt... Nein, mein Problem ist, kennst du American Pie? Da gibt es den einen, der nur zu Hause scheißen kann. Ja. Ich bin wirklich so einer. Ich tue mir schwer, auswärts zu kacken. Man, oder no so. wonder you never get laid, man. Ja. You gotta live a little. Ich muss mein Tinder-Profil abdecken. Just to let you know. There's even a word for it, no? Homeshitter? Yeah, Nein. but in German. There's a proper word. We don't have this word in English. Heimscheißer. Yeah. Ja, aber das ist, glaube ich, eher so von einer Übersetzung von American Pie gekommen. Heimscheißer. Okay. Ja. Na, aber ja. Wie ist das bei dir? Das würde ich jetzt noch gern wissen. Kannst du überall Schikaneder. Definitely Schikaneder. Ja. Like all the way. I feel at home there. Number one, I went there a lot. Okay. But also because the U-Bahn toilets, they're just, I don't know, like it's too stressful in there. There's too many people coming and going. So yeah, Schikaneder all the way. But the audience decided they apparently would rather do it in the U-Bahn toilet. Ich glaube, das ist so ein Kick-Ding. But so this is 51% to 49%. So this was a real tiebreaker. Ja. I think most of the time it was running, you know, like 50% the whole time. Ist auch schnell, ja. 50-50. Und ein Flugzeug? Yep. Hattest du schon? Yeah. Verarsch mich jetzt nicht. No. And it wasn't in the toilet though. Was bist du für ein krasser Typ? Mate. Look at me, bro. Like, yeah, I'm 36. Exactly. I'm an entrepreneur. I own a company, bro. Yeah. What do you expect? Whether it's successful or not, that's not the question. Okay, aber das könnte, also man hört es, könnte ich mir gar nicht vorstellen, Mann. Das würde ich mir viel zu stressig vorstellen. It's different in first class, man. Verhalt die Schnauze. Ja, aber ist es nicht They actually urstressig? hand out condoms in the first class. Bullshit, Yeah, hör auf yeah. zu bullshitten. Aber ist es nicht urstressig? No, it wasn't. Because it was at night time. It was a very long flight. Ah, okay. Und dann pennen alle, gehst um 3 in der Nacht. Exactly. So irgendwie. Okay. Exactly, yeah. It's very easy. Aber super uncomfortable wahrscheinlich. I don't know. I wasn't thinking much about how comfortable I was. Okay, ich verstehe. Okay, springen wir zur nächsten Frage. Okay, good. Yeah, let's keep it clean. I think that's all the questions. No, we got one more. Yeah, we got one more. Oh, yeah. One person answered to this one. So we got one message from this one, which we thought was worth repeating. Sex is overrated. And
It came from an account, which is a dog account. So it's like one of these pet accounts. It's I can't actually say the name. Shouldn't say the name. No. But anyway, apparently sex overrated for dogs. So es ist entweder ein Hund als Profilbild oder eine Österreich-Flagge. Es ist wirklich so. Es ist erstaunlich, wie oft sich das schon irgendwie wiederholt. And now we included one other question. Aber ich verstehe, ich habe auch keinen Sex. Ja. Yeah. You understand the dog. Ich verstehe den Hund. It's overrated, yeah. Ich verstehe dich, Lucky. Let's call him Lucky. Let's call him Lucky. So the last question we asked was actually inspired by you because you'd already asked it on your Peace, Joy and Pancakes channel. And it's what's worse, stepping in, which is very relatable in Vienna because it happens often, stepping in dog shit or like you've got the little star on shit because Instagram would have censored it otherwise. Das stimmt nicht. It's true. They push your posts down if you've got a swear word in it. A Wirklich? curse word, yeah. Deswegen 100%. schauen so wenig meine Stories. Yeah, that's why, mate. Oh, fuck you. So stepping in dog shit? Alter, du Wichser. Oh, Mr. 50,000. Oh, shit. You should have seen him just then. He's got his hands up by his side. Oh, Mr. 50,000. That's me, mate. 50,000. That's me. Business owner. 50,000. Sex in first class. In the air. That's the real. Sex in Schikaneder. Das ist der wahre Jakob, den ihr jetzt kennenlernt. Ich nenne dich nur noch Jakob. You gotta live a little, mate. All right, so speaking of living a little, what's worse, stepping in dog shit or being shit on by a pigeon? Now, you inspired this because you said people were arguing about it on your channel. So we thought we'd ask the question too. Also erstens mal muss ich sagen, es ist nicht nur die Frage, die ihr von mir geklaut habt. Ja. What are you talking about? Auf meinem Instagram-Kanal Sonntagsfragen, immer sonntags, richtig coole Fragen. Da nehmen wir uns ein paar und quatschen die hier. So schaut es nämlich aus. Ja. We're gonna cut this out. Nein. Ich schneide das Ding, Baby. Ich schneide das Baby hier. Auf jeden Fall, da haben die Leute wirklich, wirklich, wirklich diskutiert. Weil ich glaube, es ist fast jedem Menschen, der in einer Stadt lebt, schon passiert, dass du entweder in Hundescheiße trittst oder von einer Taube angeschissen wirst. Im schlimmsten Fall beides am selben Tag. Ja. Was mir tatsächlich mal passiert ist, das war in der Volksschule, ich wurde... Beide on the same Tag. Has that ever happened to you? Was? That it's happened Nein, aber ich wurde zweimal am selben Tag von einer Taube angekackt. Das ist kein Scheiß. Ja. It's probably the same Taube. Kann sein. It's like it's just following you. Ich hatte mal eine Buchidee aus der Perspektive einer Taube in der Stadt. Ja. Finde ich ganz spannend. Wurscht, andere Geschichte. You should write that. Follow Peace, Joy and Pancakes. Na, das wäre eine coole Idee, glaube ich. Auf jeden Fall, es ist urschwer, weil ich finde, keine Ahnung, es kommt echt auf die Situation drauf an. Wenn du, keine Ahnung, normal rausgehst und du trittst in richtig dirty Hundescheiße, so richtig, weißt, wenn es richtig beckelt, richtig stinkt und es ist in allen Ritzen von deinen neuen Schuhen oder keine Ahnung, dann ultra zart, weil du musst das sauber machen. Wie oft ich bin echt schon oft in Hundescheiße getreten. Ja. Und du sitzt dann immer wie so ein scheiß Triebtäter in deiner Badewanne mit so einem chinesischen Essstäbchen oder so einem Holzstöckchen und drückst so aus den Ritzen deiner Schuhe die Hundekacke raus und dann mit der Duschbrause da irgendwie abspritzen und dann spritzt die Kacke in deiner Dusche herum. Mann, wie oft ich mich This is very detailed. You're speaking from experience. Ich bin echt schon oft in Hundescheiße getreten. I'm never eating from chopsticks at your house. Ja, wahrscheinlich besser so. Auf jeden Fall. Und Taube ist mir noch nicht so oft passiert. Okay. Außer damals zum Beispiel, ich sag mal so, beides zart, aber wenn dir eine Taube so einen richtig, richtig schön Dümpfiff, ja, richtig schön Spritzgags, ja, auf den Kopf ablässt, dann ist schon richtig, das wäre ein Grund nach Haus zu gehen, sage ich einmal. Also, wenn du das jetzt wirklich, ich meine, ich persönlich würde drüber lachen, keine Ahnung, irgendwie wegschmieren. Aber stell dir vor, du gehst aus und dir kackt eine Taube auf den Kopf. Fucking hell. Do you think before the internet anybody ever spoke about such things like this? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht, Alter. Weißt du, ich bin erst 15, also ich bin mit Internet aufgewachsen.
Alright, well. Was ist eine Welt ohne ihn? Nein. Ich würde jetzt mal sagen, schlimmer ist Hundescheiße treten. Weil hatte ich schon mehr Dinge damit, fuckt mich hart ab. Weil ich mich da immer nerve. Und dann suche ich immer nach Pfützen auf der Straße, um so meinen Schuh hineinzutunken die ganze Zeit. So psch, 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 psch. Weißt du, so richtig hineinzutunken. Und dann schleife ich meinen Fuß so nach, Hinkebeinmäßig von Pulp Fiction, als würde ich den Fuß so hinterherziehen. Um irgendwie such Gras und Erde, um das irgendwie und am Schluss bin ich aber immer in meiner Dusche und kratze die Kacke raus. Also das ist auf jeden Fall schlimmer. You feel very strongly. I can't believe that this is the one where you felt the most impassioned for. That one really got you going. Ich bin auch wirklich oft schon in Hundekacke getreten. Yeah, I can tell. Wirklich, ja. Wie ist das bei dir? Gibt es in Australien stop fucking Hunde? texting while you're walking, mate. Look where you're going. You see the shit in front of you. Oh, ouch. Oh, no. Oh. There's a live audience here, apparently. Ja. Wie ist das bei dir? Das wäre unser Ziel, wenn wir das mal vor Live-Publikum machen. Wurst, andere Oh, Geschichte. yeah, that'd be great. Du bist dran. Was The bei dir? worst audience. I would say, I don't have an answer for this one. I don't care. Like, either of those things can happen to me, and it's going to be pissing me off on the same level. Okay. I got nothing for you. Also ist es dir beides wurscht oder beides schlimm? Like, I think it's dog shit's worse because it stinks more. Mhm. And it's also like very close to human shit. It looks like human shit. Das stimmt, ja. So I would be suspecting that it's human shit because that's possible also. Alter, was geht ab in Australien? Hey, I've been living here for the last God knows how many years. So it's something I've taken on in Vienna. But yeah, I would definitely say that dog shit is worse. Und was hat die Zuhörerschaft gesagt? 58% agreed with us that dog shit is worse. 42% said that pigeon shit is worse. Da kommen wir jetzt vielleicht zum nächsten. Es wäre sehr spannend. Leute, schickt uns sehr gerne Voice Messages. Schickt uns Sprachnachrichten auf Instagram. Die fügen wir dann sehr gerne hinzu. Im besten Fall haben wir dann 2 verschiedene und dann können wir die einspielen, diskutieren. Ja. Finde ich irrsinnig spannend. Wir probieren echt jede Woche da richtig spannende Fragen. Weil ich finde, They should send the questions. Nein, können sie auch gerne machen. Yeah, that's cool. Aber auch gerne irgendwie, ich finde Hundescheiße treten viel schlimmer, weil bla bla bla. Und dann können wir beide irgendwie gegeneinander antreten lassen und selber diskutieren. Ja. Ich finde, es sind so richtig dumme, banale Fragen alle, aber doch irgendwie Fragen, die jeden in seinem alltäglichen Leben total beschäftigt. Yeah, and we should definitely explore them because they definitely attach to more bigger philosophical, meaningful answers to the meaning of life. Take it. What do you reckon? Should we end this? Ja. Let's put the Deckel on. Let's put the Machen wir deckel einen on. Deckel drauf, die Kiste zu und wir hören uns nächste Woche. So würde ich das sagen, oder? Yeah, I would agree. That's a lovely saying to finish this off. Vielen Dank für die Einladung. Who are you thanking? Schauen wir mal, wohin wir das Schiff steuern. So we're going to see you next week, or we're not going to see you next week. You're going to hear from us next week. Ja. It's been lovely. Das For us stimmt. anyway. Das stimmt. God knows what it's been Wir like for hatten you. Spaß. But if you've listened to this point, then you are a brave soul and we respect you. Das stimmt. You have our love. Vielleicht schaffen wir es das nächste Mal ein bisschen kürzer, aber wo weit sind wir? 1,5 Stunden? Sicher schon. Yeah, we're going on 2 hours now, but... Oh Gott. Das ist sehr lange. Gut, also wer es bis dahin geschafft hat, der ist auf jeden Fall im singenden Schiff dabei. Exactly. Leute, empfehlt uns weiter, hört fleißig, gebt uns, ich glaube auf Spotify kann man Sterne vergeben. Yeah, give us stars on Spotify and on Apple. Genau. Schreibt uns, wir probieren Community Podcast zu sein, oder? Yeah, exactly. The more community we have in here, the better. Nice. If you'd like to be in here with us, your message to us has to be very convincing.
Ja, ja. Like if you want to be in this room right now with us. Das könnten wir echt mal machen. That'd be funny. So irgendwie ein Zuhörer, eine Zuhörerin sitzt hier und das finde ich auch for cool. Sure. Ja, ja. Well, they've probably got more sense to talk than we do. Ja. Anyway, I've got a catchphrase. You gonna build a catchphrase for yourself? Das baut sich erst in den Folgen auf. Ich habe noch keine. Mach du mal deine und ich mach den Deckel zu. Okay. So, that's it. We're done. Mr. Shaffler's out. He's got no catchphrase, so I'm going to take us out. So, people, that's it. Bye-bye. And remember, no matter how bad it is, according to the Viennese, they've got it worse. Pussy. Bye-bye. So aus dem Zusammenhang gerissen, dass ich das... Aber die Ehre, schwierig von mir damit. Oder? Was will Ach so, ja, okay. Ja. Ich mag nimmer.